An dieser Stelle hier unten bauen wir heute ein mit Lego Power Functions motorisiertes Windrad. Was braucht man dazu? Ja, natürlich als erstes diesen Karton, die 7747 von Lego, das ist das erste. Dann brauchen wir einen M-Power Functions Motor. Wir brauchen eine Batteriebox. Wir brauchen einen Empfänger, weil ich das Ganze motorisieren möchte aus der Entfernung. Und natürlich die Zugfernbedienung. Und nicht zu vergessen, die Batterien. Das Windrad ist schon fertig gebaut, aber kommen wir hier erst einmal ganz kurz zum Windradfuß. Und zwar wollte ich das Ganze versenken und hier hinten in einer Art Damm quasi errichten. Meistens stehen sie ein bisschen höher. Es muss auch höher stehen, denn diese Rotoren sind ziemlich lang. Ja, dazu aber gleich später. Und zwar kann ich hier an der Seite dieses Element hier abmachen. Hier einmal, könnt ihr einmal schauen, wie ich den Anknopf benutze für die Batteriebox. Ja, das kann ich einfach so jetzt anklicken. Und jetzt kann ich das ganze Ding aber auch ganz einfach rausnehmen, wenn ich mal hier die Batterien wechseln muss. Und das war erstmal das Ziel. So, und jetzt kommen wir erstmal detailliert zum Windrad. So, ihr seht hier unten, wie gesagt, die Batteriebox hier mit dem Anklipper. Ja, alles soweit in Ordnung. Hier nebenan habe ich dann, wie gesagt, den Empfänger einmal gebaut. Ich mache das mal eben hier zur Seite. Da ist der Empfänger. Das Kabel verläuft direkt hier in dem ganzen Schacht bis nach oben. Und jetzt gucken wir uns auch mal hier oben die Technik einmal ganz genau an. So, ich hoffe, dass das jetzt ganz gut rüberkommt. Ich kann das jetzt unten immer drehen und euch die verschiedensten Winkel und Positionen hier mal zeigen. Wir öffnen als erstes einmal hier die Klappen an der Seite. Das geht im Prinzip ganz einfach. Ja, einmal die Seite. Ich musste das ganze Ding natürlich ganz schön umbauen, damit das hier einigermaßen passt. Aber die Verblendungen sind im Prinzip haargenau so fast geblieben. Ich habe es ein bisschen nach vorne heraus verlängert. So, hier ist der M-Motor drin, ja. Und hier vorne habe ich es im Prinzip ganz einfach gehalten. Ich kann hier im Prinzip das ganze Ding mit einer einfachen Übersetzung auch nochmal lösen. Ich mache es zwar erst sowieso mit der Zugfernbedienung, ja, damit ich es langsamer steuern kann. Und hier nochmal eine zusätzliche Übersetzung, damit es nochmal langsamer wird, mit dem großen Zahnrad und hier vorne dem kleinen. Und damit ist das ganze Ding auch schon fertig. Es war kein großes Hexenwerk, muss ich sagen. Es hat nur ultra lange gedauert, bis man hier irgendwie auf einen grünen Zweig kommt. Aber letztendlich denke ich, dass das richtig stark so aussieht. Und schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es lässt sich, wie gesagt, ganz schnell hier handhaben alles. Also wenn mal irgendwie wirklich was dran ist, man kommt immer schnell dran. Und ihr seht, tolle Sache. Als erstes nehme ich jetzt hier meine fertigen Elemente, die ich mir hier gebaut habe, und setze die hier erstmal ein. Natürlich mit ordentlichem Druck, da muss man richtig drücken, das hätte ich gar nicht gedacht, aber es muss ja auch stabil sein. Ihr wisst ja, stabil ist das Ziel und das hat sich auch bis jetzt nicht verändert. Einige Lücken werden jetzt noch hier und da verbunden, damit das alles schön fest ist, und dann können wir anschließend auch unser Windrad ganz langsam in diesen Schlitz hineinsetzen, wie ihr gleich sehen werdet. Und schon geht es hinab. Ja, klasse Sache, oder nicht? Hier habe ich jetzt noch so ein kleines Schalthäuschen gebaut, das kann ich euch mal zeigen. Irgendwie muss ja die Windkraftanlage gesteuert werden, oder Steuerhäuschen können wir ja auch sagen. Mit Lüftungsschlitzen, hier oben einmal ein Alarm, eine Alarmleuchte, falls mal was nicht in Ordnung ist. Und das Ganze werden wir dann letztendlich hier unten noch einsetzen. Denn dieses Häuschen und die Windkraftanlage wird hier entlang am Zaun des Lidls von da aus erreichbar sein. Und warum in Blau mit schwarzem Dach? Ja, das kann ich euch auch eigentlich überhaupt nicht beantworten. Kommen wir jetzt einmal hier zum Funktionstest und der Frage, wird das wohl aussehen hier? Ja, ihr seht, unten ist das ganze Windrad auch drehbar. Wenn es schon nicht oben drehbar ist, dann wenigstens unten. Und los geht's und wir drehen an der Zugfernbedienung auf die kleinste Stufe. Ja, mehr ist halt nicht drin, trotz der Übersetzung oben. Aber ich finde das auch nicht zu schnell. Also wenn ich manchmal so sehe, wie schnell sich Windräder drehen, ist das noch recht human. Ja, das Ganze lässt sich, wie gesagt, hier von links nach rechts drehen. Und somit haben wir immer schöne Blickwinkel hier, um die Stadt toll irgendwie zu filmen etc. pp. Man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen höher stellen und ganz ehrlich gesagt, da geht ganz schön Wind. Das kann ich euch versprechen. Also das dient ja fast noch zum Putzen, das Windrad. Nein, Quatsch, wie auch immer. Tolle Sache, wie ich finde. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Natürlich läuft das Ganze auch rückwärts. Das ist ganz klar.
Mit den unterschiedlichsten Teilen und Farben wird hier gearbeitet. Natürlich in erster Linie mit Grüntönen. Hier bin ich erstmal dabei, zu den Gleisen hin vernünftig abzuschließen. Aber auch vorne und an der Seite muss ordentlich gearbeitet werden. Es soll schön dicht sein und soll hinterher gut aussehen auf diesem Wall, wo dann das Windrad stehen wird. Ja, seht selbst. Und hier noch ein paar Aufkleber, die ich angebracht habe, als wenn da schon mal gesprayt wurde. Naja, fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Solche Sachen habe ich ja bis jetzt noch nicht sehr oft gemacht, aber ich denke, das lässt sich richtig gut sehen. Und für heute, wie ich finde, war das ein gar nicht so schlechter Baufortschritt bis jetzt. Auf jeden Fall. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und ich habe viele Optionen mittlerweile. Ich könnte hier hinten am See weiter grob abstecken und die Steine erstmal schon mal setzen. Ich könnte hier vorne weitermachen. Ich wollte ja hier ein Feld hinmachen und hier wird auch ein Feld hinkommen. Aber wo ich das hier hinten gesehen habe, wir müssen unbedingt am Graben weitermachen. Da komme ich gar nicht drum rum. Denn das diagonale Rausarbeiten muss hier definitiv sein. Und da hinten fehlt so eine kleine Lücke. Ja, das möchte ich doch gerne in der nächsten Runde tun. Mal gucken, was mir dann sonst noch einfällt. Denn so eine gewisse Menge an Baufortschritt muss ja doch in jedem Video sein, sonst ist es langweilig, finde ich zumindest. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr heute von diesem Windrad mit Motorisierung haltet. Würde mich echt wahnsinnig interessieren. Es ist recht einfach gehalten, alles wie immer. Aber wie gesagt, es lässt sich ja auch drehen, das Windrad. Also von daher eigentlich alles soweit richtig gemacht. Also, dann würde ich sagen, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss!